Heute bei Juliana Matejevs fertigen wir unseren coolen Mila-Belt mit 2 verschiedenfarbigen Seilen und einer wunderschönen goldenen runden Gürtelschnalle. Ein perfektes Projekt für zwischendurch oder den Feierabend. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matejevs. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Heute habe ich ein Projekt aus unserer Ready-to-Craft-Kategorie dabei, und zwar den Mila-Belt. Ab der goldenen Gürtelschnalle wird er komplett in Knotentechniken gefertigt, und zwar das Ganze in Seilen in 2 verschiedenen Farben. Ich mache heute die Flieder-rote Variante, so ungefähr die angesagteste Farbkombination dieses Jahres. Wer es aber etwas klassischer mag, der liegt mit der creme-weißen Variante auch immer richtig. Und das Gute ist, die Länge ist komplett individuell, also für jeden von uns machen wir die genau richtig und das finde ich mega cool. Der Mila-Belt ist auch für die kompletten DIY-Anfänger unter euch geeignet, denn wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, wie alles genau geht, und ihr macht mir am besten direkt nach. Pausiert einfach, wo ihr es persönlich braucht, und wiederholt so oft, wie ihr mögt. Dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr die Juliana Matejevs Mila-Belt Box schon habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr dann alle Materialien, die ihr braucht, in der perfekten Menge und in mega guter Qualität. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert auch bitte unbedingt dieses Video hier, wenn es euch gefällt, und abonniert auch unseren Kanal, dann könnt ihr keinen Teil unserer zukünftigen Kollektion mehr verpassen. Also lasst uns mal gemeinsam in die Box schauen. Hier haben wir einmal nützliche Informationen, zum Beispiel zur Pflege. Dann das hochwertige Paracord-Seil in nicht nur einer, sondern 2 Farben. Wichtig vor dem Verarbeiten: legt die beiden Seile einmal für 20 Minuten in warmes Wasser und trocknet es danach, um es dann zu verarbeiten. Dann haben wir farblich passendes Nähgarn, unser goldenes Logo-Plättchen und eine Nähnadel, die Edelstahl-Paracord-Stricknadel und natürlich die coole goldene runde Gürtelschnalle. Zusätzlich braucht ihr nur noch eine Stoff- oder Bastelschere, am besten möglichst scharf, und ein Feuerzeug zum Schmelzen der Enden. Wir nehmen jetzt mal als erstes unser rotes bzw. weißes Band, und das ist auch ganz wichtig, dass wir da das Richtige nehmen, denn die Bündel, die wir bekommen haben, sind ja unterschiedlich lang und wir verbrauchen auch unterschiedlich viel von den Bändern, während wir knoten. Die Schlaufe legen wir dann einmal um den Dorn der Schnalle, von oben nach unten und von hinten nach vorne. Legen den Dorn dann ordentlich hoch, halten ihn fest und ziehen dann beide Enden unseres Seils durch diese Schlaufe. Das Band ist ja jetzt noch relativ lang, deswegen dauert es am Anfang noch etwas länger. Je mehr wir aber dann knoten, desto schneller geht das Ganze. Aber so sollte das Ganze dann jetzt aussehen. Stellt bitte sicher, dass das Band auch genau so rum ist, also dass eine waagerechte, eine Parallele zu diesem Steg oben liegt und die 2 Bänder hinten. Ich ziehe mir dann die Bänder hier noch einmal durch die Schnalle nach hinten. Und dann ist eine von 3 Reihen vorbereitet. Nochmal gut festziehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir einmal kontrollieren, ob unsere beiden Seilenden auch gleich lang sind. Wenn nicht, dann würde ich jetzt einmal nachjustieren, denn sie sollen wirklich so genau gleich lang sein wie möglich. Dafür halte ich beide Seilenden einmal zusammen fest und schiebe meine Finger jetzt einfach mal über beide Bänder Richtung Gürtelschnalle und kann so auch nochmal sicherstellen, dass ich genau sehe, wie viel länger das ein oder andere Band ist, und dann die Schlaufe nochmal dementsprechend festziehen. Wichtig ist, am Ende sollten beide Seilenden einfach gleich lang sein. Bei mir ist jetzt zum Beispiel die rechte Seite etwas länger, deswegen ziehe ich dann an der anderen Seite und mache den Knoten nochmal so, dass beide Seiten dann endlich gleich lang sind. So sollte das Ganze dann jetzt also aussehen. Wir haben unser rotes bzw. weißes Band um unseren Dorn gelegt und haben 2 gleich lange Seilenden hängen. Ich ziehe mir dann die beiden Seilenden etwas auseinander, und die Enden sind ja super lang jetzt gerade am Anfang, deswegen mache ich mir da immer kleine Bündel, wickel das einfach immer wie eine 8
und wickel dann das letzte Stück nochmal drum herum. Das mache ich mit beiden Seiten. Unser fliederfarbenes oder beiges Band, das ist ja auch super lang, aber das müssen wir jetzt einmal genau in der Mitte durchschneiden. Dafür nehmt euch am besten mal eine Stoff- oder Bastelschere, legt beide Seilenden aufeinander und sucht einmal die Mitte und setzt da den Cut. Damit die Enden, die wir jetzt gerade abgeschnitten haben, uns nicht so schnell zerfasern, nehmen wir uns jetzt einmal das Feuerzeug und schmelzen einmal die Enden. Dabei halte ich das Seil einfach mal über die Flamme, so für 2-3 Sekunden. Nehme die Flamme dann weg. Lass es kurz abkühlen und gehe mit den Fingern einmal über das Ende. So haben wir dann die Kanten einmal gesichert. Wenn wir das jetzt bei allen 4 Enden von unseren 2 Seilen gemacht haben, dann nehmen wir uns diese 2 Seile wieder auch genau in der Hälfte und nehmen uns die Gürtelschnalle dazu. Ich habe mir die jetzt einfach mal aufgehangen mit einem Band, finde ich super praktisch. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Klebeband nehmen und euch die irgendwo festkleben. Es hilft einfach, wenn die irgendwo ein bisschen fest ist und die nicht komplett lose im Raum ist. Dann nehmt einmal das erste fliederfarbene bzw. beige Band und steckt es über den Steg nach hinten und legt dann die beiden Enden durch die Schlaufe. Auch hier ist unser Band ja noch sehr, sehr lang, deswegen einmal alles vorsichtig durchziehen. Am besten etwas langsam, damit sich da nichts verknotet. Das Ganze dann schön festziehen. Und auch hier wickele ich mir die beiden Enden als Bündel zusammen. Und genau das gleiche machen wir dann auch noch auf der anderen Seite. Das Band habe ich auch in der Hälfte genommen und stecke die Schlaufe oberhalb des Stegs nach hinten und führe dann beide Seilenden durch diese Schlaufe nach hinten durch. Ich ziehe mir das auch wieder gut fest. Und wenn ihr das dann jetzt so habt, dann habt ihr also 3 halbierte Bänder aufgehangen und jetzt 6 Enden hängen. Und ich zeige euch jetzt genau, wie lang diese Enden sein müssen, besonders von den fliederfarbenen, da haben wir es ja noch nicht eingestellt sozusagen. Wir müssen die jetzt so auf dem Knoten verschieben, dass jeweils das innere lilane bzw. beigefarbene Band genau unseren Taillenumfang hat, plus 15 cm Puffer, plus 10 bis 25 cm Überstand, also je nachdem, ob der Gürtel einfach so normal enden soll oder ihr den Knoten wollt. Die restliche Strecke der fliederfarbenen oder beigen Bänder, die schieben wir durch Verstellen des Knotens in die äußeren hängenden Bänder. Die roten Bänder hatten wir ja genau halbiert. Wichtig ist, wir schneiden jetzt aber nichts ab, egal welche Größe. Abschneiden tun wir, wenn, erst ganz am Ende. Ja, dann ist jetzt alles zum Knoten vorbereitet. Wir fangen mit dem rechten äußeren Band an und legen es über das zweite und unter das dritte. Und dann nehmen wir das rote, also das dritte Band, und legen es von hinten durch die hier rechts entstandene Schlaufe. Das ist ja wie gesagt immer noch ziemlich lang, deshalb zieht das alles mal durch. Oder kleiner Tipp am Rande, ihr könnt es auch als Bündel belassen, ihr könnt euch auch zum Beispiel ein Gummiband drum ziehen, die Schlaufe einfach dementsprechend ein bisschen größer machen und das ganze Bündel durch die Schlaufe schieben. Ihr könnt ja beide Wege mal ausprobieren und schauen, was euch persönlich besser liegt. Wenn ihr dann alles durchgezogen habt, dann werdet ihr bemerken, es ist ein Knoten entstanden und den ziehen wir jetzt mal schön fest. Zieht dafür bitte nochmal an allen Bändern. Es ist wichtig, dass alle Knoten sehr schön festgezogen sind. Jetzt liegen bei uns die beiden fliederfarbenen oder beigen Bänder innen und das rote Band liegt aktuell außen. Und mit den 3 rechten Bändern machen wir jetzt auch noch einmal weiter und zwar das Ganze genauso, nur einmal spiegelverkehrt. Dazu nehmen wir jetzt das innere fliederfarbene, legen es über das mittlere und unter das rote außen und nehmen dann wieder das rote und ziehen es von hinten nach vorne durch die hier in der Mitte entstandene Schlaufe. Ihr seht, das, was wir immer nach hinten und nach vorne durchziehen, das ist immer das rote bzw. weiße Band. Die fliederfarbenen oder beigen Bänder sind immer die, die wir legen, um die Schlaufe zu erzeugen. Dann ziehen wir uns auch diesen Knoten einmal fest und sehen, es ist so ein richtig hübscher Knoten entstanden. Und genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben, das ist das, womit wir uns die ganze Zeit vorarbeiten. Wir behandeln den Gürtel dann immer so, als würde er aus 2 dreiteiligen Teilen bestehen. Also wir haben ja jetzt gerade mit den 3 rechten Bändern gearbeitet
Gleich arbeiten wir mit den linken Bändern und machen genau das Gleiche. Dabei fängt man immer außen an, legt immer das Äußere über das zweite und unter das dritte, zieht dann den roten von hinten nach vorne durch und zieht das Ganze fest. Und danach macht man das Ganze von innen nach außen. So wie wir jetzt. Wir nehmen das äußere linke Band, legen es über das fliederfarbene und unter das rote und ziehen das rote von hinten nach vorne durch die hier lilane entstandene Schlaufe. Dann die erste Hälfte des hier entstandenen Knotens wieder festziehen und dann machen wir wieder das gleiche und fangen innen an. Nehmen jetzt das innere fliederfarbene, legen es über das andere fliederfarbene, unter das rote und ziehen das rote von hinten nach vorne durch die innere Schlaufe. Die Knoten sollen richtig fest sitzen, deshalb bitte überall noch einmal nachziehen. Jetzt legen wir uns das rechte rote über das linke rote und es entsteht ein Kreuz. Das ist ganz wichtig, dass wir das so machen und auch immer gleichmäßig die rechte über die linke legen, damit wir diese beiden Teile, den rechten und den linken, den wir jetzt mit jeweils 3 Bändern geknotet haben, auch in der Mitte verknüpfen und daraus natürlich ein Gürtel entsteht und nicht 2 einzelne Hälften. Cool, so sieht das Ganze jetzt also aus. Und diese Schritte, also rechten Teil knüpfen, linken Teil knüpfen und die Mitte zu verbinden, die wiederholen wir jetzt ganz genau so oft, wie wir es brauchen für unsere persönliche Länge. Auch auffällig und ein guter Kontrollpunkt ist immer, dass man die roten Bänder übereinander legt, wenn beide wieder bei der Mitte angekommen sind. Denn wenn man nur eine Hälfte von seinem Knoten gemacht hat, also sich nur von außen nach innen vorgearbeitet hat, dann ist das rote bzw. weiße Band ja immer außen. Dann wissen wir, aha, ich muss noch die zweite Hälfte des Knotens machen und die wieder nach innen bringen. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Wir fangen wieder rechts an, legen es über das zweite, unter das dritte und ziehen das rote bzw. weiße Band von hinten nach vorne durch. Wieder schön festziehen und dann legen wir das innere fliederfarbene über das mittlere fliederfarbene, unter das rote und ziehen wieder das rote von hinten nach vorne durch die fliederfarbene Schlaufe in der Mitte. Wieder festziehen und dann ist mal wieder die rechte Hälfte geschafft. Genau das gleiche machen wir auf der linken Seite und arbeiten wir uns wie immer von links zur Mitte und von der Mitte nach links. So kann man es sich eigentlich gut merken. Nehmen unser linkes äußeres Band, legen es über das zweite, unter das dritte rote und ziehen das rote bzw. weiße von hinten nach vorne durch die Schlaufe. Festziehen und jetzt fehlt noch der zweite Teil wie immer vom Knoten. Das sehen wir, weil das rote wieder außen liegt. Deswegen nehmen wir unser inneres fliederfarbenes oder beiges Band, legen es über das zweite von außen gesehen unter das rote und ziehen das rote von innen nach oben durch die Schlaufe zur Mitte, sodass es wieder in der Mitte liegt. So, dann zeige ich noch einmal, dass wir jetzt als nächstes wieder das rechte rote Band bzw. weiße Band über das linke legen und dann wiederholen wir die ganzen Schritte wieder. Verknoten die 3 Stränge auf der rechten Seite jeweils einmal zur Mitte hin und zurück, machen das Ganze noch auf der linken Seite mit den 3 Strängen und werden dann wieder die beiden mittleren Seile auch übereinander legen von rechts nach links. Das machen wir jetzt erstmal eine ganze Weile. Und zwar könnt ihr natürlich auch immer mal zwischendurch abmessen oder den Gürtel einfach mal um euch herum legen, wenn ihr weiter seid und gucken, ob er schon lang genug ist und einfach so weit weitermachen, bis er die perfekte Länge für euch hat. Wichtig ist, dass die Seile am Ende aber noch ein bisschen überstehen müssen. Also jeweils so 20 cm am Ende brauchen wir noch, aber bis dahin ist es ja noch ein ganzes Stück. Ich hoffe, euch macht das auch so viel Spaß wie mir. Ich finde es mega meditativ und spaßig und liebe das, dass man halt jede Reihe sieht, dass man so einen Fortschritt macht. Finde ich persönlich mega, mega cool. Und denkt auch dran, immer wieder schön festzuziehen an allen Seilen. Macht das ruhig noch mehr, als ich es hier zeige. Denn ich habe herausgefunden, als ich die Gürtel häufiger gemacht habe, dass die eigentlich noch schöner wurden, wenn ich es fester gezogen habe. Also zieht ruhig so gut es geht, dann wird es am gleichmäßigsten und am schönsten werden.
Ich beschleunige das Ganze jetzt mal. Wer nochmal zurück zur Erklärung möchte, kann da natürlich gerne hinspringen und sich das nochmal, so oft ihr es persönlich braucht, anschauen. Ich mache jetzt einfach mal schneller weiter, denn das Ganze wiederholt sich ja die komplette Zeit bis zum Ende, wo ich euch nochmal zeige, wie es dann weitergeht. So sollte das Ganze jetzt aussehen, wenn ihr auch so 20 cm schon geschafft habt. Am besten ist es möglichst gleichmäßig geworden. Man sieht in der Mitte immer schön die Kreuze und die sollten auch immer von der einen Seite gelegt sein. Das Ganze fühlt sich auch schon schön an. Und hier mache ich jetzt einfach weiter. Ich wollte euch nur meinen kleinen Zwischenstand zeigen. Übrigens schaut auch super gerne mal auf unserem Instagram-Feed vorbei, juliana_matthäus_official, denn da zeigen wir euch auch, wie man diesen Gürtel zum Beispiel gut kombinieren kann. Und es gibt dort auch noch ganz viele DIY-Mode-Inspirationen für euch zu entdecken. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, das ist meine Länge, so möchte ich ihn gerne haben, dann schneidet alle 6 Stränge, so wie hier, ca. 20 cm von dort, wo ihr gerade aufgehört habt zu knoten, ab und schmelzt dann wieder die Enden. Die brauchen wir gleich und ich zeige euch jetzt, wie wir das Ende schön machen. Und zwar habe ich jetzt meine innenliegenden fliederfarbenen Bänder oder bei euch dann vielleicht die beigen Bänder einmal hochgesteckt. Ihr könnt dafür einfach eine Wäscheklammer oder sowas nehmen, sodass die einfach aus dem Weg sind. Denn mit den restlichen 4, also mit dem innenliegenden roten bzw. weißen und den äußeren Flieder bzw. beigen Bändern, machen wir jetzt noch 2 Knoten, bevor es dann nach innen weitergeht. Wichtig ist, dass wir das jetzt so aufhängen, dass die linke Seite, also die Seite, wo wir die Kreuze nicht sehen, dass die jetzt zu uns zeigt. Das seht ihr hier bei mir auch gut. Ich habe jetzt hier eher so eine Wellenform in der Mitte und es ist auch fliederfarben und nicht mehr rot. Also ich habe den Gürtel einmal umgedreht. Ich lege jetzt das fliederfarbene linke Band unterhalb der roten Bänder, aber oberhalb meines rechten fliederfarbenen Bandes und lege das rechte über meine roten und durch die linke Schlaufe. Ich habe hier von dem Band noch etwas über, weil ich ihn etwas kürzer mache. Diesen Knoten ziehe ich dann fest und der sollte so aussehen. Und genau das gleiche mache ich jetzt noch einmal, aber andersrum. Dafür lege ich jetzt die rechte Seite unter die roten Bänder, aber über das linke Band und ziehe dann das linke Band von oben nach unten durch die rechte Schlaufe. Ziehe mein ganzes Band hier wieder durch und mache daraus einen schönen Knoten. Das war's zu der Seite. Jetzt werden wir nur noch unsere Enden vernähen und dazu brauchen wir einmal unsere große Edelstahlnadel. Unsere vorher hochgesteckten Bänder lassen wir jetzt einmal wieder runterbaumeln. Und der nächste Schritt ist es, all unsere 6 Bänder hier auf die Innenseite, ich sag's nochmal deutlich, die Innenseite des Gürtels, nicht die mit den Kreuzen, die wir später außen tragen möchten, dort durch die vorher gefertigten Knoten und unsere verschiedenen Reihen hier, fädeln wir mit unserer Nadel jetzt einmal die Enden der Bänder. Ich nehme mir jetzt das geschmolzene Ende meines linken fliederfarbenen inneren Bandes und stecke bzw. drehe das Ende in die Öffnung der dicken Nadel. Wenn das nicht so gut gehen sollte, schneidet nochmal schräg am Band entlang und schmelzt es dann noch einmal. Dann geht es noch etwas leichter, aber vielleicht sollte es auch so schon gehen. Das könnt ihr ja mal ausprobieren.
Die Nadel stecken wir jetzt unter unsere roten bzw. weißen Bänder. Ihr könnt dabei auch, wenn ihr möchtet, direkt durch 2 oder mehr auf einmal gehen. Wenn es aber sehr festgezogen alles ist, dann geht es etwas schwerer. Dann macht vielleicht immer 1 auf einmal und näht dann sozusagen dieses Seilende einmal für ca. 5 bis 7 cm von hinten in das rote bzw. weiße zuvor geknotete ein. Achtet dabei darauf, dass sich das Band nicht unschön verdreht, sondern dann auch schön glatt liegt. Wenn ihr Lust habt, guckt doch gleich mal auf unserer Website www.julianamathejews.com vorbei und sucht euch schon im Anschluss euer neues Projekt aus, wenn euch dieses Spaß gemacht hat. Wir haben noch einige weitere coole Ready-to-Sew oder Ready-to-Craft Projekte. Wenn ihr das ungefähr so weit in die rote oder weiße Knotung reingesteckt habt, wie ich es jetzt bisher gemacht habe, dann könnt ihr diesen Strang von der Nadel nehmen und den anderen inneren fliederfarbenen oder beigen in die Nadel stecken. Dieses Seil verstecken wir unter den roten Bändern auf der rechten inneren Seite. Die Nadel nehmen wir jetzt wieder ab und stecken dann dafür eins der roten Bänderenden in die Nadel und ziehen die Nadel dann genau mittig durch diese Diagonalen, die wir da sehen, so wie ich es hier mache. Und das mache ich mit beiden roten bzw. weißen Bändern. Ich entferne auch hier wieder die Nadel und man sieht, wir haben nur noch 2 Bänder einzunähen und das sind die hier fliederfarbenen bzw. bei euch vielleicht beigen Bänder, die hier unten noch raushängen. Und die schieben wir, genau wie wir es zuvor mit den ersten Bändern gemacht haben, auch durch diese roten Tunnel. Die lasse ich circa so auf halber Strecke enden, kann aber auch kurz vor den anderen Bändern sein. Das spielt nicht so die Rolle. Wenn wir jetzt alle Seilenden nach innen durchgezogen haben, dann können wir die immer so ungefähr einen halben bis 1 cm ab dort, wo sie durchgezogen sind, abschneiden und dann jeweils einmal mit dem Feuerzeug knapp dort, wo sie herauskommen, schmelzen. Wenn ihr einen Teller da habt oder eine Metallunterlage oder so, dann könnt ihr das Geschmolzene einfach direkt mal platt drücken, so wie ich. Und euch dann von Strang zu Strang vorarbeiten, bis alle gekürzt und geschmolzen sind. Von hinten haben wir dann so eine glatte, ordentliche geschmolzene Fläche. Das wiederholen wir dann auch noch bei den anderen Bändern. Also einmal kurz schneiden, schmelzen, platt drücken und weitermachen. Und so sieht das Ganze dann von der richtigen rechten Seite aus. Alle Bänder sind richtig schön ordentlich vernäht und von außen sieht es auch richtig, richtig gut aus. So, dann nehmen wir uns jetzt einmal unsere Essentials zur Hand und zwar nehmen wir das goldene Logo-Plättchen raus und die Nadel und wickeln uns ungefähr eine Armlänge von unserem farblich passenden Garn ab. Dann stecken wir das eine Fadenende durch das Öhr der Nadel. Nehmen beide Fadenenden zusammen, sodass sie gleich lang sind und machen daran einen Knoten. Ich mache das wie immer so, dass ich das von hinten nach vorne um meinen Finger wickel, abziehe zwischen den Fingern und so automatisch der Knoten entsteht. Ihr könnt das aber machen, wie ihr wollt. Hauptsache es ist ein Knoten am Ende des Fadens. Und ich schneide mir dann das Fadenende kurz. Gut, dann möchten wir unser Plättchen hier am Ende des Gürtels so ungefähr 2 cm vor der Kante platzieren. Und dafür steche ich einmal in das mittlere rote Teil einfach auf der Stelle einmal ein. So ungefähr nach 1 mm komme ich da wieder raus und
Der Faden stoppt uns dann mit seinem Knoten. Dann nehme ich das Plättchen und steche einmal durch das rechte Loch von unten nach oben. Und das Logo ist so platziert, sodass man das J lesen kann und das M auf der rechten Seite liegt. Steche dann noch einmal durch das Seil. Gehe nochmal von unten nach oben durch mein Plättchen. Es geht am besten, wenn ihr das etwas anhebt. Ziehe mir das schön fest und vernähe jetzt den Faden. Dafür stecke ich einfach meine Nadel nochmal auf der Stelle durch das rote Seil. Ziehe etwas und durch die Schlaufe, die da entsteht, ziehe ich jetzt meine Nadel. Das Ganze mache ich noch einmal, dann ist es ganz fest. Gehe wieder mit der Nadelspitze durch die hier entstandene Schlaufe. Ich schneide ihn jetzt nur noch kurz hinter meinem Knoten ab, mache wieder einen neuen Knoten in das Fadenende. Schneide auch hier das Fadenende wieder kurz. Und nähe noch die linke Seite vom Plättchen an. Dafür nähe ich wieder am Anfang einmal auf der Stelle, bis uns der Knoten stoppt. Das sollte jetzt so auf der Höhe platziert sein, dort wo auch das Loch vom Plättchen dann auf den Gürtel trifft. Gehe von unten nach oben wieder durch das Plättchen. Nähe wieder durch mein Seil. Nähe noch einmal von unten nach oben durch mein Plättchen. Und vernähe den Faden jetzt wieder. Steche dafür auf der Stelle durch das Seil und gehe mit der Nadelspitze durch die hier entstandene Schlaufe. Ziehe fest, nähe noch einmal auf der Stelle und stecke die Nadel noch einmal durch die Schlaufe. Dann schneide ich das Fadenende wieder kurz. Und das war der allerletzte Schliff an unserem Mila-Belt. So sieht das Ganze jetzt aus. Fertig! So sieht der Mila-Belt jetzt aus. Ich persönlich finde ihn mega, mega schön. Ich liebe diese Farbkombination und trage die in letzter Zeit auch super, super häufig. Ja, und ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht und ihr habt auch viel Spaß beim Tragen des Gürtels. Und dann freue ich mich auf unser nächstes gemeinsames Video und natürlich vorher noch darauf, eure Resultate unter dem Hashtag Juliana Matthäus on Me zu sehen. Also fühlt euch gedrückt und bis bald!